Liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeigen wir euch ein individuell geplantes Fertighaus im Stadtvillenstil mit 2 Vollgeschossen und Walmdach, das ein junges Paar mit Wolfhaus gebaut hat. Was es da für Ideen umgesetzt hat und was es aus ihrer Sicht beim Bau eines Fertighauses zu beachten gibt, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Wir stehen jetzt hier hinterm Haus. Ihr seht auf diesem kleinen Anbau, der da 1,95 rausspringt, ist auch ein Walmdach drauf. Da wollte die Bauherrschaft kein Flachdach, weil sie da selber in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Deshalb wurde da ein sehr flach geneigtes Walmdach aufgesetzt, damit es eben mit den Fensterbrüstungen oben mit dem Dachanschluss noch klappt. Das Hauptdach ist ein Walmdach mit 22 Grad Dachneigung, mit einem Betondachstein in Anthrazitgrau. Die Photovoltaikanlage ist vorgerüstet. Ich zeige euch innen auch die Leerrohre, die dann schon runterkommen vom Dach in den Technikraum im Keller, damit man das nachher einfach anschließen könnte. Die Terrasse ist gerade erst fertig geworden. Die ist jetzt hier 4,50 Meter breit. Auf der Seite sind es 3,50 Meter. Und wunderbar ist, dass es hier so ein wirklich sehr, sehr großes naturbelassenes Grundstück gibt. Das sind fast 3.300 Quadratmeter Grundstück. Der Wald gehört da teilweise auch noch dazu. Ein Wasserfall. Es ist einfach eine große Wiese mit einem wunderschönen uralten Nussbaum. Und wenn man hier sitzen kann und rausgucken kann, das ist einfach wahnsinnig schön. Ursprünglich hatte die Bauherrschaft hier tatsächlich eine feste Terrassenüberdachung geplant, sogar mit Oberlichtern drin, damit es nicht zu dunkel wird darunter, vor allen Dingen für das dahinterliegende Wohn-Esszimmer. Und dann haben sie sich aber doch entschieden, das lassen wir erstmal weg. Wir wollen erstmal gucken, wie die Tageslichtsituation ist. Und ihr werdet gleich von innen sehen, das war die richtige Entscheidung. Nichtsdestotrotz haben sie hier drüber in der Außenwand schon vorrüsten lassen, eine spezielle Verstärkung, dass man hier eben im Nachhinein auch noch eine Verschattung oder eine außenliegende Anbauelement anbringen könnte. Das ist also bei der Planung ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Detailpunkt war auch dieser Anschluss. Die Bauherren hatten irgendwie Angst, Fertighaus, Holzschwelle, Feuchtigkeit, was machen wir da? Der Keller war von einem separaten Kellerbauer errichtet worden. Und dann hat der Hersteller angeboten, dass man diesen Anschluss von Haus auf Keller noch mal mit so einer zusätzlichen EPDM-Bahn machen kann, die in der Wand schon fest drin ist. Wenn das Haus gestellt wird, wird diese Bahn noch mal drüber gezogen und mit dem Keller fest verbunden. Und es gibt eben auch diese umlaufende Kiesschicht und hier so ein extra breites Gitter, das auch so befestigt ist, dass es an keiner Stelle die Wand berührt, also hier nirgendwo eingreift in die Außenwandkonstruktion. Das Ganze ist eine 39 cm starke Holzverbundkonstruktion. Es gibt hier auch teilweise grau abgesetzte Elemente. Wenn euch da die Farbnummern interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das sind wieder diese langen sechsstelligen Nummern, die kann ich mir leider nicht merken. Wir sehen jetzt schon, die Fenster sind klassisch in RAL Anthrazit 7016 gehalten. Es sind Kunststofffenster, die innen weiß sind und außen eben außen Anthrazit. Und eine Sondersache, die den Bauherren auch wichtig war, sind diese dunklen Granitfensterbänke, die sie sich extra ausgesucht haben. Hier sehen wir schon ganz spannend dieses geteilte Fenster. Und was euch vielleicht auch aufgefallen ist, ist es rundherum auch im Obergeschoss nichts mit bodentiefen Fenstern, sondern alles mit 90 cm Brüstung gebaut. Das hat was damit zu tun, dass die Bauherren eigentlich den Einblick von außen nicht haben wollen, bringt auch viel Vorteil für die Möblierung. Wir schauen uns das gleich innen alles an. Jetzt sind wir hier schon auf der Eingangsseite und ihr könnt sehen, was ich ja immer praktisch finde, wenn tatsächlich so ein Regen- und Windschutz im Eingangsbereich schon fest ins Haus integriert ist. Dafür hat man sich entschieden, hier ist auch ein Flachdach drauf, weil wenn da jetzt irgendwas sein sollte, ist darunter kein Wohnraum, dann ist es also alles überhaupt kein Problem. Und ihr seht jetzt auch hier schon dieses leicht abgesetzte. Ursprünglich hatten die Bauherren da auch mal überlegt, Anthrazit zu nehmen, was sehr dunkel ist. Aber da kam dann auch der Tipp, die Farbe bleicht stärker aus. Eine dunkle Wand ist auch immer etwas problematischer und hat man sich für einen helleren Ton entschieden, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Und jetzt schauen wir mal, wie es innen aussieht.
erstes ist mir natürlich dieses Teil hier aufgefallen. Das ist wohl ein elektronischer Türspion. Diese Sache mit dem Loch darf man wohl in einem hochgedämmten Haus gar nicht mehr machen. Das wäre tatsächlich ein KfW-Effizienzhaus 55, das damals auch noch förderfähig war. Und die Diele hat 10,5 Quadratmeter. Das ist ein sehr langgestreckter, offener Raum. Wir haben hier eine lichte Raumhöhe, die ist nicht erhöht, von 2,42 Meter. Die Türen sind hingegen erhöht worden auf 2,18 Meter bis Oberkante Rahmen, weil der Bauherr sehr groß ist und das gerne wollte, dass er da nicht das Gefühl hat, er muss den Kopf einziehen. Auf dem Boden haben wir ein Feinsteinzeug, sehr, sehr unempfindlich in Grau. Format ist 30 x 60, also ganz klassisch. Und was ich sehr, sehr schön finde, dass sich hier jemand gleich eine richtige Garderobe gegönnt hat. Das sind nochmal 4,5 Quadratmeter. Das heißt, man hat hier auch wirklich Platz, alles unterzubringen. Diese Wandnische sind an der Stelle tatsächlich 60 Zentimeter, sodass man hier auch einen flächigen Garderobenschrank reinkriegen würde. Aber mir ist aufgefallen, an der Stelle sind es dann nur 58 Zentimeter. Also wenn ihr so eine Nische haben wollt, wo ihr flächigen Einbauschrank reinkriegt, dann müsst ihr da bei der Fensterplatzierung drauf achten. Die Bauherren kommen auch so offen wunderbar klar und haben auch gesagt, es ist super, dass ihr Saugwischroboter hier unten reinpasst. Wichtig natürlich, dass der dann an der Stelle auch eine Steckdose zum Aufladen hat. Da sagten mir die Bauherren noch ganz gut bei dem Hersteller war, dass sie die Elektrobemusterung nicht vorher im Plan machen mussten, sondern auf der Baustelle. Als die Räume also schon begehbar waren im Rohbau, sind sie hier mit dem Elektriker durch, konnten sagen, wo sie überall Steckdosen und Lichtschalter haben wollen. Und das ist für viele wirklich etwas leichter, als sich das alles auf dem Plan vorzustellen. Sie sagten, sie mussten nur etwa 10 Steckdosen aufbemustern. Das war keine große Sache. Das ist nämlich auch immer wichtig, wie viel ist im Standard drin. Und sie kommen damit sehr gut hin. Wir schauen jetzt tatsächlich als erstes mal hier kurz in das Arbeitszimmer, auch wenn da gar nicht viel drin ist, weil ich euch diesen Übergang zeigen möchte zwischen den Bodenbelägen. Also das Arbeitszimmer sind nochmal etwa 11 Quadratmeter. Und was ich sehr schön finde, das hat der Hersteller auf Bauherrenwunsch so gemacht, den Übergang zwischen den Fliesen und dem Vinylboden, jetzt ohne diese hässlichen breiten Abdeckschienen. Da ist jetzt hier einfach nur diese Fliesenabschlusskante und dann läuft der Boden hier dran. Bei Vinyl kann man das machen, bei Parkett ist es schwierig, da braucht man auf jeden Fall eine kleine Dehnfuge. Das Vinyl ist jetzt hier in Eiche-Optik, Landhausstile. Es ist wirklich auch mit strukturierter Oberfläche. Es sieht absolut nach Holzboden aus und ist natürlich wesentlich pflegeleichter. Und der Vorteil, dass man diese Dehnfugen nicht hat, den gibt es natürlich auch. Sehr schön ist, dass dieses Büro jetzt hier direkt mit Blick nach draußen auf das Betriebsgelände ist. Überall die 90 cm hohen Brüstungen. Die Bauherren haben leicht aufbemustert bei diesen dunklen Nero Assoluto Fensterbänken. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und hier um die Ecke im Arbeitszimmer ist auch der Heizkreisverteiler. An der Stelle stört er nicht, ist also hier absolut sinnvoll platziert. Diese Nische, die wir hier sehen, das Geheimnis verrate ich euch gleich, wenn wir in der Küche sind. Da gibt es nämlich eine versteckte Speisekammer. Und jetzt schauen wir gleich mal um die Ecke, was da sonst noch so kommt. Auf dem Weg in die Küche kommen wir hier gerade noch am Gäste-WC mit Dusche vorbei. Da schauen wir schnell rein. Das sind 5 Quadratmeter. Und ganz spannend finde ich hier den Tipp auf dem Boden. Hier sind die gleichen Fliesen durchgezogen, aber im Flur laufen sie quer und im Bad laufen sie auch quer. Die Richtung ist also 90 Grad gedreht. Und das war den Bauherren auch ganz wichtig. Das ist also bewusst so gewählt, weil es nämlich für diesen Raum einfach ein bisschen schöner ist, wenn man reinkommt und die Fliesen quer laufen. Wenn ihr quadratische Fliesen habt, ist das egal, aber sich da ein bisschen Gedanken zu machen, finde ich ganz spannend. Wir haben hier die gleiche Fliese, auch an der Wand, allerdings in einem etwas helleren Sandton, auch 30 x 60, und auch hier war es jetzt wichtig, dass die so reinpasst, dass sie nicht geschnitten werden muss. Die Brüstungshöhe sind hier etwas über 90 cm im fertigen Zustand. Dann passt die Fliese genau 3-mal hin. Und hier ist es dann umlaufend etwas über 1,20, weil mit den Fugen, die noch dazukommen, ist es dann bei 4 Fliesen eben die Höhe, die da entsteht.
Im Standard enthalten war dann schon diese Duschtasse, die ist knapp 80 x 80, beziehungsweise außen sind es 88 x 88. Auch das mit der extra flachen Duschtasse ist Standard. Was jetzt ein bisschen zusätzlich war, war diese Duschtür. Die ist dann hier extra nochmal geteilt, damit die nicht so weit aufschlägt, dass sie hier ins Waschbecken kommt. Ursprünglich geplant war, dass die Tür nach hier aufschlägt. Da haben die beiden aber schon im Plan gesagt, nee, wir wollen nicht, dass die Tür vor das WC aufschlägt. Also auch so Aufschlagrichtungen von Türen sollte man wirklich im Detail sich Gedanken drüber machen. Hier hinten ist dann das Fenster, das ist auch zusätzlich beauftragt, gleich mit so einem Milchglas, dass man da eben, wenn man hinten vorbeiläuft, da ist die Hofeinfahrt, nicht aufs WC guckt. Und das finde ich einfach auch sehr angenehm. Jetzt schauen wir gleich weiter in die Küche. Dabei kommen wir hier noch an einer weiteren Tür vorbei. Hier geht es runter in den Keller, da schauen wir nachher auch kurz rein. Aber jetzt kommt erstmal die Küche dran. Sind 12,2 Quadratmeter und hinter dieser sehr schönen Schrankwand, das ist Eichefurnier, verbirgt sich auch das Geheimnis dieser Ausbuchtung im Arbeitszimmer. Da ist nämlich jetzt mit Durchgang durch den Schrank eine 2 Quadratmeter große Speisekammer angeschlossen, wo man wirklich wahnsinnig viel unterbringt. Da ist auch ein Bewegungsmelder drin, damit das Licht angeht. Ein Tipp noch von den Bauherren: Der Kühlschrank ist hier nebenan eingebaut und deshalb hat er die Abluft dahinten. Das heißt, in dieser Kammer ist es immer warm, auch wenn die Fußbodenheizschleifen da extra schon ausgespart sind. Das heißt, wirklich kühl ist es da nicht, aber für die normalen Dinge, die man so aufbewahrt, ist das auch kein Problem. Hier ist übrigens ganz nett die Teilung so gemacht, dass der Griff von dem Kühlschrank hier auf der gleichen Höhe läuft. Hier unten drunter ist dann das Eisfach. Sehr schön finde ich diesen höher gesetzten Backofen. Der ist auch wirklich mal groß. Der ist jetzt hier von unten betrachtet 72 cm hochgesetzt. Das ist eine sehr angenehme Bedienhöhe. Und hier ist dann die Spülmaschine auch hochgesetzt, sehr rückenfreundlich. Da ist es jetzt vom Boden von unten gemessen 38 cm hochgesetzt. Wo wir gerade bei Höhenabwicklungen sind, hier kommt jetzt die Arbeitsplatte, die ist auf 94 cm erhöht. Wie gesagt, der Bauherr ist sehr groß. Ich finde es aber auch sehr angenehm von der Arbeitshöhe und das hat auch was damit zu tun, dass die Arbeitsplatte hier genau in die Fensterbank durchlaufen sollte. Das ist nicht nur schön, sondern tatsächlich auch ganz praktisch. Hier ist jetzt die Arbeitsfläche die üblichen 60 cm tief und hier sind es dann eben 75 cm. Das heißt, man hat hier wirklich mehr Platz. Und das Material ist jetzt hier sehr, sehr hochwertig. Das ist ein Naturstein, ein Nero Assoluto, geledert und geölt. Da gibt es auch so ein Öl, um den immer wieder nachzubehandeln. Und die Bauherrin sagte, das ist wirklich total unempfindlich und pflegeleicht. Da kann man einen heißen Topf draufstellen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Diese Fronten sind in Anthrazit beschichtet mit so einer Anti-Fingerprint-Oberfläche, was wirklich sinnvoll ist, wenn man so eine grifflose Lösung hat. Dahinter ist auch schon gleich LED-Licht eingelassen, das wirklich sehr, sehr hell ist, dass man abends hier vernünftig Licht auf der Arbeitsfläche hat. Und hier seht ihr jetzt das geteilte Fenster, das wir von außen auch gesehen haben. Das war den Bauherren auch sehr wichtig. Also man hat dann außen die gleiche Brüstungshöhe, hat hier wirklich nochmal sehr schön Licht. Der Fensterflügel, wenn man ihn mal öffnet, kollidiert nicht mit dem Wasserhahn. Man kann da auch Sachen stehen lassen. Klar, Pflanzen natürlich nicht. Aber die Bauherren lüften auch, denn sie haben sich für Fensterlüftung entschieden. Der Hersteller baut es auch ohne Lüftungsanlage, wenn man das haben möchte. KfW Effizienzhaus 55 ist das noch möglich. Wenn man die 40er Stufe haben wollte, geht es nicht mehr. Hier dieses abgeschrägte finde ich an der Stelle wirklich auch sehr schön, weil es dann diesen Durchgang öffnet in den Essbereich. Und vielleicht noch ein Wort zu diesem Tresen. Der ist jetzt von den Maßen 94 x 2,40 Meter. Sehr schön auch, dass der Naturstein da hinten noch mal so 5 cm hochgezogen ist. Wenn man wischt, ich sage euch auch noch gleich was zu den Wandoberflächen, auch sehr schön dieses Kochfeld mit dem Abzug nach unten, das da flächenbündig eingelassen ist. Die Bauherren
Nachbarin sagte mir, also das System ist wirklich sehr, sehr leicht zu reinigen. Man kann das rausnehmen, in die Spülmaschine stellen. Der Innenbereich ist ganz leicht auswaschbar, sodass es auch kein Problem ist, wenn da mal was überkocht. Was jetzt nicht so pflegeleicht, aber wie ich finde sehr schön ist, ist dieser Sitztresen. Das ist jetzt tatsächlich Echtholz, massiv. Das ist auch nur geölt und da sagten sie, das ist wirklich sehr empfindlich, wenn man da was draufstellt, ein Wasserglas oder irgendwie mal einen Pizzateig irgendwie mit einem Backpapier liegen lässt, gibt es halt Flecken. Aber sie haben das jetzt sehr, sehr gut geölt und ich finde, das sieht einfach sehr schick aus. Und jetzt schauen wir mal weiter, wie hier im Wohnbereich alles gelöst wurde. Der Wohn-Ess-Bereich sind jetzt insgesamt nochmal 36,3 Quadratmeter und ihr seht jetzt schon, jetzt stehen wir in dieser verglasten Ecke, wo davor die ursprünglich geplant überdachte Terrasse liegt. Hier ist es jetzt wahnsinnig schön hell. Das sind jetzt zwei Elemente, die 3 Meter breit sind, 2,10 Meter hoch. Das ist die Standardhöhe. An der Seite ist es eine Festverglasung mit einem Drehkippbeschlag. Da geht man eher nicht raus, weil man die Tür ja auch aufkriegen muss. Aber es ist natürlich auch hier mit dieser großen Hebeschiebetür wunderschön mit dem schwellenfreien Übergang. Also dieser Flügel ist 1,50 breit. Das heißt, man hat hier wirklich nur so eine 2 Zentimeter Schwelle. Da kommt man sehr gut raus. Und vielleicht noch ein Wort. Man sieht jetzt hier den Anschluss mit diesem Gitter und mit diesem Terrassenpflaster. Das hat eine spezielle Teflonbeschichtung, dieses Pflaster, sodass man das auch feucht wischen kann. Fleck und weg nennt sich das. Das finde ich sehr lustig, sodass man die Terrasse auch sehr gut sauber halten kann. Und wie gesagt, da oben drüber ist schon integriert die Wandverstärkung. Wenn man jetzt kein Dach mit Oberlichtern vorbauen möchte, könnte man zumindest aber auch gut eine große Markise befestigen. Den Übergang zum Wohnbereich markiert dieser kaminintegrierte Ofen. Das ist tatsächlich so, dass man da ein echtes Feuerchen anmachen kann. Deshalb ist hier auch nochmal diese Platte da, der Funkenschutz. Das ist auch wieder dieser Nero Assoluto von der Küchenarbeitsplatte, der geledert und geölt ist, was ich sehr schön finde. Das wird dann beim Bau tatsächlich komplett von oben eingesetzt. Das Ganze ist dann ausgekleidet mit speziellen feuerfesten Holzwerkstoffplatten. Das macht also überhaupt keine Probleme. Und hier seht ihr an der Stelle und auch da und an den Seiten dann wo die warme Luft zirkulieren kann. Ich zeige euch oben auch noch mal, was das für das Zimmer oben drüber bedeutet und was an so einem Schornstein jetzt auch ansonsten noch dranhängt an wichtigen Entscheidungen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie es hier weitergeht. Das ist jetzt dieser Erker mit dem flach geneigten Walmdach, der 1,95 rausspringt und hier nochmal Platz für diesen wahnsinnig gemütlichen Wohnbereich schafft. Ich sage wahnsinnig gemütlich, weil ich es toll finde, dass sich mal jemand wirklich Gedanken über die Fensterplatzierung gemacht hat und auch über den Ausblick. Es ist jetzt hier ein 3 Meter breites Fensterband, Brüstungshöhe ist 1,36 und wenn man da jetzt rausguckt, ich weiß nicht, ob ihr es im Video sehen könnt, guckt man wirklich auf den schönen, grünen, bewaldeten Hügel und den Nettomarkt, der unten drunter steht, den sieht man nicht. Deshalb kann es wirklich sinnvoll sein, nicht nur für die Möblierbarkeit, die natürlich hier viel besser ist, sondern auch für den gezielten Ausblick und das werden wir auch oben nochmal sehen, finde ich total nett. Ihr seht, dass die Wand in da Beige-Ton, so einem leichten Beige-Ton abgesetzt ist. Auch oben gibt es nochmal Farbtöne, wenn euch die Farbnummern interessieren, schreibt es mir in die Kommentare, das kann ich euch dann gerne beantworten. Und was man jetzt hier noch sieht, es gibt dann, wenn man auf dem Sofa sitzt, hier raus nochmal auch diesen Drehkippbeschlag, da könnte man nochmal auf einem kurzen Weg in den Schuppen und die Garagen gegenüber. Und auch das finde ich eine sehr nette Idee, ein vorgerüstetes Sitzfenster. Es ist jetzt hier einfach schon mal mit normaler Fensterbank gebaut, die Brüstungshöhe sind jetzt hier 46 cm, sodass das nachher auch eine gute Sitzhöhe wäre, wenn man sich da innen so einen Holzrahmen davor setzen lässt. Das plant die Bauherrschaft vielleicht auch irgendwann mal so umzusetzen. So finde ich es auch sehr schön. Die Maße von dieser Festverglasung sind 1,70 mal 1,65 ungefähr, also fast quadratisch. Und ich finde, dass das für diesen Raum unheimlich gemütlich ist, dass hier eben kein bodentiefes Element an der Stelle platziert ist. Hier ist dann eben auch wunderbar Platz für einen großen Fernseher, wo man
man auch genug Abstand hat von der Sofalandschaft dahin zu gucken. Also auch das macht wirklich Sinn mit diesem Erker, der da noch mal rausspringt. Und wenn wir jetzt gerade hier stehen, fällt mir noch was zu den Wandoberflächen auf. Man hat sich jetzt entschieden, das Ganze ist Q3 gespachtelt und gestrichen ist es dann hier im Wohn-Ess-Bereich wirklich ganz glatt. Da kann man dann direkt drauf streichen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und im Flur und oben ist es mit so einem Spritzputz gemacht, der ein bisschen mehr Struktur hat. Vielleicht könnt ihr das, wenn wir näher dran gehen, gleich auch noch mal sehen. Und dann gehen wir nach oben. Treppe ins Obergeschoss ist eine sehr gut begehbare, gerade zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest in Esche geölt. Die fühlt sich ganz toll an. Die Bauherrin sagt, es ist manchmal ein bisschen rutschig und ein bisschen glatt, worauf sie extra geachtet haben. Man hätte das auch ohne mitlaufende Wange an der Wand machen können. Das hätte vielleicht ein bisschen schicker ausgesehen, aber es war ihnen wichtig, dass man, wenn man die Treppe wischt, eben nicht da an diesen Putz kommt, weil der wird dann erstens zu speckig oder eben auch dunkel und mit diesem etwas raueren Putz ist es eben dann auch nicht so angenehm. Also das ist ein praktischer Aspekt. Sehr schön ist die Belichtung hier über das hochsitzende Fenster und dann kommt man hier oben auf so eine Galerie, das sind 6,4 Quadratmeter, die mit dieser grünen Wand sehr schön gestaltet ist. Man hat extra die beiden Wandleuchten hier unterschiedlich aufgehängt, dann ist das Ganze auch schon ein bisschen gestaltet und in der Treppe sind die ja auch von der Höhe versetzt. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Auch hier kann ich euch die Farbnummer nennen, wenn es euch interessiert. Dahinter verbirgt sich übrigens die Ankleide und da seht ihr noch, ist die Bodenluke, wo es auf den Dachboden geht. Da haben wir eben ein kleines Schnittbild für euch gedreht. Die Dämmebene liegt hier in der Decke, aber oben ist es eben so, dass ein kleiner Bereich begehbar gemacht ist, dass man also trotz Binderdach in der Mitte eine Abstellfläche hat für Koffer und alle Dinge, die nicht temperaturempfindlich sind. Vom Grundriss ist es so, dass auf der Seite die privaten Räume für die Eltern liegen und hier sind 2 Kinderzimmer, die sind noch nicht fertig ausgestattet, da sind noch keine Wandoberflächen drauf, die werden hauptsächlich zu Abstellzwecken genutzt. Die sind beide 14,5 Quadratmeter groß, in das eine dürfen wir trotzdem reingucken, weil ich euch noch was zum Kamin sagen will. Beide Kinderzimmer sind wie gesagt 14,5 Quadratmeter und von 2 Seiten über Eck belichtet, was sehr schön ist und was ich euch jetzt hier zeigen möchte. Hier kommt jetzt dieser Kamin hoch, wo unten im Wohnzimmer der kaminintegrierte Ofen drin ist und hier ist die Wartungsöffnung für den Schornsteinfeger. Der Bauherr sagte mir dazu, er hat das, bevor er gebaut hat, in der Planung mit seinem Schornsteinfegermeister schon besprochen. Deswegen ist es jetzt eben so, dass er das akzeptiert und abgenommen hat. Sonst hätte man nämlich ein Dachflächenfenster einbauen müssen und eine Leiter ist aufs Dach. Dann hätte der Schornsteinfeger nämlich von außen an diesen Kamin reingemusst. Und er hat das nur so akzeptiert, weil es von Anfang an in der Planung schon so abgesprochen war, wenn ihr den hinterher zur Abnahme holt und das passt dann irgendwo nicht, kriegt er nämlich Ärger. Ganz wichtig. Interessant finde ich auch, dass man jetzt hier mal die Oberfläche der verspachtelten Gipskartonplatten sieht. Das ist jetzt noch nicht gestrichen, kein Wandbelag drauf. Q3 verspachtelt und ich finde das toll, dass man hier mal sieht, dass das wirklich wahnsinnig hochwertig und glatt gemacht ist. Wir haben es auch drüben gesehen bei den Streiflichtern, die da angebracht sind. Da ist wirklich absolut keine Unebenheit drin und die Qualität an der Stelle, die sieht man einfach an solchen Details. Und jetzt schauen wir gegenüber ins Schlafzimmer.
Das Schlafzimmer liegt gegenüber, hat 15,6 Quadratmeter und ihr könnt jetzt hier nochmal sehen, dass man diesen Vinylboden eben auch ohne Bewegungsfugen durchlegen kann. Hier oben ist es jetzt übrigens wilde Pinie vom Dekor, unten war es ja die Eiche und die lichte Raumhöhe hier im Obergeschoss sind auch 2,42 Meter. Dieser Raum hat jetzt wieder was, was ich sehr schön finde, nämlich dieses hochliegende Fensterband über dem Bett, das genau 2 Meter breit ist, eine Brüstungshöhe von 1,36 Meter hat. Man hat von hier aus wirklich auch wieder nur den Blick auf den schönen Waldhügel im Hintergrund und nicht auf das Gewerbe, das da davor liegt, und eben auch auf dieser Seite die 90 Zentimeter Brüstung, dass einem da von unten niemand reinguckt. Das heißt, wir haben auf der Seite immer die 1,35, 1,36 hohe Brüstung und hier auf der Seite komplett diese rund 90 Zentimeter. Hier geht es jetzt rum in die Ankleide und das ist jetzt ein Raum, der nochmal 6 Quadratmeter hat. Die Bauherren sagten mir, dieser Schrank, das ist ein ganz normaler Standardschrank von einem Standardmöbelhaus, hat da zufällig reingepasst. Aber sie haben es natürlich tatsächlich so gemacht, dass sie Möbel schon sehr, sehr früh gekauft haben, in der Planungsphase des Hauses tatsächlich. Und das hat einen Vorteil, den ich euch hier am Bett noch zeigen möchte. Das ist auch ein Standardbett von einem Möbelhaus. Und sie haben sich jetzt vom Fertighaushersteller hier diese indirekte Beleuchtung, die Lichtschalter und die Steckdosen ins Bett integrieren lassen. Also das war jetzt hier so nicht drin. Und sie haben dann zum Fertighaushersteller gesagt, weil das Bett eben schon da war während der Bauphase, bitte macht das doch so, dass wir hier die Bohrungen dann reinkriegen und die Steckdosen und die Lichtschalter in das Bett integrieren können und die eben nicht in der Wand dahinter sind. Das ist also auch eine Sache, die man sich überlegen muss. Und jetzt schauen wir noch ins Badezimmer nebenan. Einen abschließenden Satz noch zum Schlafzimmer bzw. zum Schallschutz. Die Bauherrin sagte mir, seit sie hier wohnen, der Schallschutz von außen ist so gut, dass sie nichts hören. Das war in dem alten Haus, wo sie vorher gewohnt haben, nicht so. Also die Fertighausbauweise mit diesen 39,5 cm starken Außenwänden bietet wirklich einen sehr guten Schallschutz von außen. Jetzt sind wir hier im Badezimmer. Ihr seht, hier ist der Heizkreisverteiler fürs Obergeschoss. Das Bad insgesamt ist auch knapp 15,6 Quadratmeter groß und ist jetzt wieder gegliedert durch die klassische T-Wand, wobei die etwas versetzt angeordnet ist. Also vorne die Breite sind 2,50 Meter, da ist also super Platz für einen Doppelwaschtisch. Auf jeder Seite 2 Steckdosen, die braucht man auch. Elektrische Zahnbürste, Föhn, Rasierer und so weiter. Auch diese Lichtauslässe sind hier nochmal an beiden Seiten vom Spiegel geplant. Trotzdem ist dieser hinterleuchtete Spiegel ganz wichtig, um sich im Spiegel dann richtig sehen zu können. Hier haben wir jetzt den Fliesenspiegel hochgezogen auf eine Höhe von 1,35, 1,36. Das sehen wir gleich. Das hat was mit der Brüstungshöhe hier zu tun. Und da ist jetzt nochmal gleiche Fliesenkollektion wie unten, aber nochmal ein etwas hellerer Grauton. Auf dem Boden hat man dann eine 60 x 60 Fliese in Betonoptik. Das ist für so einen großen Raum tatsächlich schöner, als da so eine schmale Fliese zu haben. Wir schauen jetzt mal gerade hier um die Ecke, da ist die Nische fürs WC. Die ist dann nur 1,50 tief, auf der anderen Seite sind es 2,25, also dieser T-Steg sitzt sozusagen nicht mittig. Und hier hat man jetzt eben wieder diese Brüstungshöhe von 1,36 Meter, 1,35 Meter, sodass das jetzt eben hier mit der Höhe der Fensterbank und der Brüstung und dem Fliesenspiegel abschließt. Das ist super, man kann hier öffnen zum Lüften, wir haben keine Lüftungsanlage, deshalb muss das natürlich im WC möglich sein. Hier ist die Vorwandinstallation extra so gelöst, dass man da was abstellen kann. Das hätte man natürlich auch in die Wand integrieren können. Und das ist jetzt der einzige Schalter, wo die Bauherren sagten, der ist nicht so schlau platziert. Das ist jetzt hier, sind die Jalousien im Bad zum Runterlassen und da muss man eben einmal hier bis vorlaufen, um dann praktisch die Jalousien bedienen zu können fürs Badezimmer. Aber wenn das der einzige Fehler in Anführungsstrichen ist, dann muss ich sagen, haben die beiden wirklich
echt gut geplant. Wir schauen jetzt noch kurz hier um die Ecke. Da gibt es dann die etwas breitere oder tiefere Nische für die bodengleich begehbare geflieste Dusche. Und da sieht man jetzt, die ist 1 Meter breit. Das ist wirklich sehr angenehm. Und diese Wand ist dann hier noch 1,50 tief mit einer Nische, wo man alles abstellen kann. Es ist ein großer Regenduschkopf und dann reicht es erstens mit dem Spritzschutz auch, wenn man jetzt hier den Handtuchheizkörper hat. Ja, da braucht man ja unten noch mal eine Steckdose. Das muss natürlich weit genug weg sein vom Wasser und die Handtücher dürfen nicht nass werden. Hier hat man jetzt wieder die Brüstungshöhe. Ihr erinnert euch von 90 cm. Auch das sehr gut, weil man von unten eben nicht reingucken kann. Und eine Sache ist dann noch diese Badewanne. Die haben sie extra groß gewählt. Das ist 1,80 mal knapp, glaube ich, 90 cm von der Breite. Auf beiden Seiten abgeschrägt, sodass man da auch zu zweit drin sitzen kann. Wichtig dann natürlich der Ablauf in der Mitte, damit keiner auf dem Stopfen sitzt. Und auch hier war es so, diese Vorwandinstallation hat man ihnen angeboten, könnte man auch in die Wand verschwinden lassen. Aber sie wollten es eben extra so haben, damit man hier auch noch eine Fläche hat, um was abstellen zu können. Jetzt schauen wir noch kurz in den Technikraum im Keller, der nämlich auch als Wohnkeller mit einer lichten Raumhöhe von 2,45 Meter ausgeführt ist. So, das Ganze ist ein Betonkeller mit gemauerten Innenwänden. Das hat, wie gesagt, ein regionaler Partner hier vor Ort gemacht. Und das ist jetzt der Technikraum. Ihr seht schon, da ist jetzt gar nicht viel drin, keine Lüftungsanlage. Hier steht das Innengerät der Luftwasser-Wärmepumpe. Das ist ein Splitgerät. Das Außengerät steht hier direkt davor. Was ich spannend finde, der Bauherr hat das Gehäuse selber in Anthrazit RAL 7016 lackieren lassen, sodass es von außen eben sich auch schön einfügt. Hier drin haben wir dann den Warmwasserspeicher mit 300 Litern, Pufferspeicher 100 Liter, das ist alles hier drin. Über die Wärmepumpe könnte man auch kühlen, weil sie reversibel läuft. Und was ich euch noch zeigen wollte, hier kommen die Leerrohre runter für den Anschluss einer Photovoltaikanlage, wenn man eben Speicher und Wechselrichter hier unten noch nachrüsten wollte. Ansonsten ist hier Platz für Waschmaschine und Trockner. Hier gibt es noch das Fotoatelier der Bauherrin und natürlich entsprechend Abstellräume, sodass auf jeden Fall insgesamt genug Platz ist für alles. Ich hoffe, hier waren wieder ein paar Ideen und Anregungen für euch dabei. Wenn ihr euch die Grundrisse zu dem Haus mal anschauen wollt, die habe ich euch wie immer unten verlinkt in unserer Videobeschreibung. Und wenn ihr noch mehr Videos von Häusern dieses Herstellers sehen wollt, auch die blende ich euch da nochmal ein. Und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.